Der Bitcoin fällt weiter und bekommt aktiven Verkaufsdruck. Aktuell stehen wir bei $65.000. Grund dahinter sind einerseits die Donald Trump News, denn er plant schon wieder einen massiven Angriff auf den Iran. Der Ölpreis steigt extrem, deswegen wieder, Leute, allein in den letzten Tagen konnten wir eine Preisbewegung von plus 39% sehen. Ich werde dazu auch gleich meine aktiven Trades zeigen. Zusätzlich macht der Bitcoin, wie gesagt, genau das, worüber wir aktuell sprechen. Er ist kurz vor einem Breakdown nach unten, das heißt gerade ganz interessante Ziellevel, auf die du jetzt die nächsten Stunden schauen solltest, denn dann kannst du schon erkennen, was hier die nächsten Preisziele beim Bitcoin sein können. Wir schauen uns natürlich auch wieder die Saisonalität an, denn die sagt uns gerade ganz genau, dass die nächsten 1-2 Tage immer noch eine Preisbewegung nach unten historisch gesehen sehr, sehr gut möglich war. Alle News und natürlich auch neue Bärenmarktziele, Leute, die gibt es jetzt wieder für euch. Kurz und knapp zusammengefasst in diesem Video, deswegen herzlich willkommen. Falls ihr neu seid, vergesst auf gar keinen Fall den Kanal direkt kostenlos zu abonnieren. Ich zeige dir nämlich Charts wie beispielsweise die Bitcoin-Saisonalität, die kein anderer YouTuber sich anschaut. Und das sind wirklich Daten, die willst du nicht verpassen, die uns jetzt zeigen, wie lange es nach oben gehen kann, bevor wir dann unseren finalen Crash in diesem Bärenmarkt sehen könnten. Aber newstechnisch muss man sagen, sieht es beim Bitcoin einfach gerade so aus, wie wir die letzten Tage immer wieder besprochen haben. Wir sind in dem kleineren Charts hier auf dem 15-Minuten-Timeframe beispielsweise in so einer Art, ja, ich sage mal, fallendem Trendkanal. Dieser Trendkanal wird immer wieder noch respektiert. Ihr seht, dass wir schaffen keinen Breakout über oder unter diese Support- und Resistance-Ebenen und demnach ist jetzt das nächste Preisziel erstmal wieder hier unten, Leute, bei dem Support. Denn ganz klipp und klar wisst ihr ja, wie Support und Resistance funktioniert. Immer ein Hin- und Her-Bouncen, bis man dann einen Breakout sieht. Man muss sagen, gerade sieht es aber danach aus, dass wir dann eventuell einen Breakdown-Versuch aus unserem übergeordneten Chart-Pattern und zwar diesem Rising Wedge bilden könnten. Ein Rising Wedge, wisst ihr ja, ist ein klassisches Bärenmarkt-Pattern, was immer und immer wieder kommt und das ist ein bärisches Chart-Pattern, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass wir nach unten ausbrechen, aber natürlich kann der Breakout auch nach oben kommen. Jetzt wird es also über die nächsten Stunden sehr, sehr interessant, denn der Bitcoin muss jetzt schon wieder direkt hintereinander diesen Support antesten. Das ist etwas, was wir als Bullen nicht unbedingt sehen möchten, denn umso öfter wir diesen Support antesten, diese Glasbrücke sozusagen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man mit dem Hammer drauf einschlägt, dass sie durchbricht und deswegen muss man sagen, besteht die Wahrscheinlichkeit am heutigen Tage eben ein Breakdown-Versuch mal zu sehen. Mit den Preiszielen, die ich euch gleich auch natürlich direkt wieder sagen werde. Grund dazu ist einfach, weil sich der Konflikt im Nahen Osten wieder zuspitzt. Donald Trump fängt wieder an, hier gegen den Iran zu sticheln. Er möchte wieder einen massiven Angriff starten. Das heißt, hier ist gerade deswegen auch der Ölpreis wieder einfach in den letzten 21 Tagen um 42% gestiegen, Leute. Und das ist natürlich ein Indikator dafür, dass Bitcoin und auch die traditionellen Märkte eventuell jetzt eine nächste kleine Korrekturphase sehen könnten. Ja, das heißt, bärische Preisziele für euch habe ich alles schon ausgemalt, Leute, klipp und klar, haben wir uns die letzten YouTube-Videos angeschaut, da ist alles immer noch ziemlich gleich. Ich sage euch ja immer wieder die interessanten Ziellevel, 0,236er Level, habe ich euch gesagt, sehr dicker Support. Wer hier in einen Long Scalp reingegangen ist, super gemacht, Stop-Loss bitte Break-Even ziehen, 1,5% nach oben mitgenommen. Jetzt die nächsten Support-Bereiche liegen einmal wieder bei $63.450 ungefähr. Das ist jetzt das 0,382er Level und ansonsten haben wir das 0,5er und 0,618er Level als Haupttarget hier unten sitzen bei den $62.400 bis runter zu den $61.300. Da sitzt nämlich auch einiges an Liquidity und allein von diesem bearischen Chart-Pattern aus, wenn wir denn jetzt das bearische Breakout sehen sollten, könnten wir davon ausgehen, dass wir alles bis runter zu den $60.300 sehen könnten. Gehen wir mal auf unsere Liquidation Heatmap, dann sehen wir da auch klipp und klar, wie es da aussieht, Leute. Einmal wunderbar hier die $63.645, die das größte Target der letzten 7 Tage sind. Wir schauen uns mal noch an, wie es hier auf dem letzten Monat gesehen aussieht und auch hier seht ihr klipp und klar, würde dieses Breakdown einfach Sinn ergeben, denn da haben wir einfach auch nochmal zusätzlich noch mehr Liquidity sitzen unter diesem Breakdown-Target. Das heißt, übergeordnet, bitte haltet fest, wir sind noch in einem Bärenmarkt. Wir haben die Chance, jetzt weiter nach oben zu gehen, da reden wir gleich nochmal drüber, über die Bitcoin-Saisonalität. Bitte bleibt dran, es gibt so wichtigen Input für euch wieder, wie weit es denn jetzt noch im August auch nach oben gehen kann, bevor wir dann historisch gesehen die letzten 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre immer unseren finalen Bärenmarkt-Crash gesehen haben. Ja, das heißt, sehr wichtige Daten für euch, aber gerade einfach ganz, ganz wichtig, dieses Level ist realistisch, diese $60.000 Marke, die könnte angetestet werden, denn ihr seht es, hier sitzt auch auf dem letzten Monat extrem viel Liquidity, aber der größte Cluster sitzt trotzdem noch unter uns bei den 57.400
$100. Das heißt, bei Bitcoin sehr, sehr interessant. Wir schauen uns gleich auch Solana und Ethereum an. Da habe ich auch einige Insights für euch heute. Ich dachte mir, ich switch mal das Ganze ein bisschen ab, nehme auch ein bisschen die Altcoins mit rein. Deswegen lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ich öfter sowas analysieren soll. Ansonsten habe ich euch gesagt, dass Öl gerade extrem am Pumpen ist und ich habe euch auch, bis jetzt immer nur meine Krypto-Trades gezeigt. Ich bin jetzt auch mal dabei, euch langsam auch mal andere Trades zu zeigen, ne? Weil ich bin hauptsächlich ein Krypto-Kanal, aber ich trade natürlich auch beispielsweise Öl. Das heißt, hier bei Öl seht ihr es, bin ich auch in einem Long Trade drin, ein sehr, sehr kleiner Trade, ne? Aber trotzdem wollte ich euch einfach mal zeigen, ne, dass man diese super, ich sage mal, Währungen oder auch Charts genauso geil wie Krypto traden kann bei solchen volatilen Marktphasen. Hier bei dem Trade habe ich beispielsweise jetzt einfach knapp 100% mitgenommen. Demnach, ja, bei Öl muss man einfach sagen, wenn Kriegszeiten da sind, ist das ein super Indikator und ein super Chart, den man einfach mittraden kann. Wenn alles runterfällt, dann steigt Öl halt meistens, ne? Deswegen, Leute, bin ich da immer noch long, aber muss sagen, wie sieht es denn bei Öl gerade aus? Ja, man muss einfach sagen, wir sind langsam bei sehr, 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 sehr großem Widerstand und ich kann mir einfach eine Korrekturphase jetzt langsam auch wieder vorstellen. Ne? Ihr seht das einfach vom Volumencluster her, Leute, dass hier einfach extrem viel Resistance sitzt. Das heißt, wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass wir hier jetzt langsam in ein, ich sage mal, temporäres Top gehen, dann werden die nächsten Preisziele bei Öl auf jeden Fall hier erstmal wieder die 87, ansonsten die 83 und hier unten natürlich, wenn jetzt irgendwie wieder Frieden kommen würde, dann wären wir zwischen 80 und 77, glaube ich, aber aktuell noch nicht. Das heißt, bei Öl kann ich mir sogar gut vorstellen, dass wir eine kleine Korrekturbewegung sehen und dann nochmal weiter hochgehen. So, wir wollen aber jetzt weiterhin wieder zu Bitcoin und den Kryptowährungen gehen. Die sind ein bisschen interessanter für euch, denke ich mal. Deswegen guckt ihr auch diese Videos. Und dazu habe ich natürlich auch ein kleines bisschen News noch, Leute, denn wir können uns nochmal was sehr, sehr Interessantes anschauen, was denn die Bärenmärkte und das Bitcoin-Bottom betrifft, plus zusätzlich natürlich, was denn hier trotzdem interessante Zielzonen sind, wie beispielsweise 66.000 $, Leute, denn da gibt es noch einiges in sich, plus die Bitcoin-Saisonalität. Also, wir schauen uns mal ganz kurz an, wie weit kann es denn jetzt noch runtergehen? Was sagt denn unsere Bitcoin-Saisonality die letzten 5 Jahre aus? Und da habe ich euch ja gestern schon gezeigt, hey, wir sind gerade genau in diesem Move von dem 21. Juli bis runter zu dem 24., 25. Juli. Da haben wir nämlich bis jetzt immer so ein bisschen, ich sage mal, Downside-Movement gesehen und genau das macht der Bitcoin aktuell. Guckt euch das mal an, genau am 21. Juli. Das ist unglaublich, wie das manchmal übereinstimmt. Es ist nicht immer der Fall, ja, aber dieses Mal wieder auf den Punkt getroffen, Leute, die Saisonalität 21. Juli bis, wir sind gerade im 23. Wir hätten jetzt noch die Chance hier eben rein Seasonality-mäßig bis zu dem 24., 25., also nochmal 2 Tage jetzt heute und morgen nach unten zu fallen, bevor dann wieder ein Anstieg kommen sollte. Das heißt, es wäre jetzt beispielsweise ein Fake-Out oder ein Retest dann, der dann hier eben ab dem 25. bis zum 29., 30. passieren kann. Das heißt, aktuell, ja, Momentum eher ein bisschen auf der Downside. Historisch gesehen kann natürlich jetzt auch einfach sein, dass wir hier Support finden, hochpumpen, ne, Leute, aber man muss sagen, realistisch sieht es gerade aus, wenn wir wirklich einen Breakdown-Versuch bekommen können. So viel zu Bitcoin Seasonality, Leute. Ansonsten schauen wir uns das natürlich immer jeden Tag im Video an. Deswegen seid einfach jeden Tag dabei und lasst gerne einen Daumen nach oben, um den Kanal zu supporten. Und dann gucken wir immer, was der Bitcoin macht und wie sich es überschneidet. Ich gehe mal ganz kurz noch rein auf Solana und Ethereum, denn hier wird es auch ein bisschen interessant, Leute. Viele fragen mich immer, okay, wie sieht es bei Solana aus? Wie sieht es bei Ethereum aus? Was machst du da? Und ich muss sagen, bei Solana wird es langsam wieder ein bisschen interessanter. Ja? Also auch mal wieder in Solana zu investieren. Ich werde auch im nächsten Bullmarkt wieder ein bisschen in Solana reingehen. Jetzt nicht allzu viel, aber da kann man einfach ein bisschen schöne Prozente mitnehmen und stacken. Bei Solana sieht es einfach folgendermaßen aus, Leute. Super simples Szenario, fast genau gleich wie beim Bitcoin übergeordnet. Wir sind in diesem Falling Wedge Chart Pattern gefangen. Wir stehen an extrem großen Widerstand aktuell bei Solana und deswegen würde ich hier oben auf jeden Fall nichts kaufen. Neue interessante Preiseinstiege und das ist die Leute, die noch die Livestream-Phasen von mir kennen, ja, und wo wir täglich gelivestreamt haben. Da habe ich damals hier diese Box, das ist wirklich schon jetzt locker ein halbes Jahr oder mehr her, habe ich euch diese Box als Bärenmarkt-Bottom, potenzielles Bärenmarkt-Bottom eingezeichnet in der $50-Ebene, 60 bis $50. Und wenn wir diese Bereiche sehen, dann werde ich da auf jeden Fall dick reingehen. Natürlich nicht so dick wie in Bitcoin und Co. Aber für mich interessante Preisziele wären jetzt, wenn wir wirklich nochmal runterfallen und auf diese Support-Ebene gehen. Ne? Also das heißt immer, wenn wir diesen Support antesten, ab jetzt, Leute, Kaufsignal bei Solana für mich. Das heißt, das wäre natürlich nochmal eine dicke Korrektur jetzt runter, ne? Nochmal 24%. Aber wenn wir in diese Low-Punkt-Ebenen, ich sag mal alles zwischen 60 und $50 kommen, da würde ich bei Solana auf jeden Fall einkaufen und sagen, hey, das sind interessante Zielwerte. Deswegen muss man davon ausgehen, dass Solana, wenn wir jetzt nicht einen bullischen Break aus diesem Pattern hinlegen, ja, weil das ist natürlich auch möglich, Leute, und jetzt einfach weiter nach oben gehen, macht aber jetzt nicht so Sinn, wenn wir noch in dem Bärenmarkt sind, dann muss man sagen, dass Solana auf jeden Fall die Chance hat, hier nochmal runterzugehen und das wären dann interessante Preisziele für mich zum Einsteigen. Das ist der Tageschart, deswegen jetzt nicht irgendwie ein 15-Minuten-Chart, ganz entspannt bleiben. Bei Ethereum sieht es ein bisschen anders aus. Ethereum bildet nämlich ein Rising Wedge, kein Falling Wedge hier auf dem 4-Stunden-Chart aktuell. Das ist wieder das gleiche wie Bitcoin aktuell bildet und da muss man sagen,
Ich habe euch einfach mal diese Support-Cluster eingezeichnet. Ethereum hat gestern auch direkt wieder den ersten Support-Cluster hier angetestet. Wenn Ethereum jetzt einen Breakdown sehen sollte, dann wäre erstmal der nächste Support wieder hier unten bei den ungefähr $1.800. Da kann ich mir einen Bounceback wirklich gut vorstellen, dass wir sowas erstmal sehen bei Ethereum. Und dann kommt es eben darauf an, ob wir nochmal runterbrechen oder ob wir jetzt hier bei Ethereum das Ganze gut halten. Weil man muss sagen, Ethereum sieht insgesamt ganz gut aus. Wir bilden höhere Hochpunkte, haben auch schon einen Break geschafft. Der Bitcoin ist noch nicht ganz so weit. Ihr seht das hier einmal wunderbar auf dem Chart, dass wir den letzten Hochpunkt noch nicht durchbrochen haben. Ethereum hat das schon hinter sich und deswegen muss man sagen, sieht Ethereum einfach ein bisschen besser aus als Bitcoin und könnte auch hier erstmal wieder, ich sage mal wirklich in Richtung von $2.200 bis $2.400 über die nächsten Wochen oder sowas wieder ansteigen oder jetzt über die nächsten, ja, ich sage mal diese Marktphase, auf die ich hier auch gezielt warte mit meinen Trades. Das heißt, Ethereum an sich ganz interessant, würde ich eher nach Longs als Shorts schauen und mal gucken, ob diese Support-Bereiche halten, dann könnte man sich da überlegen, wieder einen neuen Long zu gehen. Ansonsten meine Trades, Leute, die Strategie läuft ganz genau weiter, habe ich euch ja auch die letzten Videos gezeigt. Ich bin einmal Long, einmal Short. Warum das Ganze? Naja, ich gehe davon aus, dass wir über die nächste Zeit einfach diesen bullischen Push sehen können über die nächsten Wochen. Möchte mich schon mal reinskalieren und reinplatzieren, habe aber zeitgleich natürlich einen Short eröffnet, weil ich mir dachte, okay, wir sitzen an der Resistance und ich glaube, dass wir erstmal trotzdem fallen. Demnach, Leute, bin ich hier $1.000 im Profit. Egal, ob Bitcoin jetzt runter auf 50.000 fällt, ist mir völlig egal oder ob wir jetzt nach oben pumpen. Der Short ist auf Stop-Loss Break-Even, das heißt, sobald wir wieder hochpumpen, bin ich mit meinem Long im Profit, dann mache ich den Long Profit, den Long auf Stop-Loss Break-Even, kann da auch nicht mehr Geld verlieren. Der Stop-Loss, wenn der ausgelöst wird beim Short, dann bin ich da einfach raus, 0 auf 0. Also das heißt, ich kann nur gewinnen, egal in welchem Szenario. Wenn wir fallen, bin ich hier trotzdem plus Tausender, nehme den raus, tu den Long hochskalieren. Wenn wir jetzt nach oben pumpen, dann geht der Long auf. Ne? Also das heißt, das ist das schlaue Trading, was man Hedgen nennt, was man ab und zu machen kann in solchen Marktphasen, Leute. Und demnach laufen diese beiden Trades einfach weiter und die lasse ich weiter laufen. Und gucke mal, was der Bitcoin jetzt macht und wie sich der Preis entwickelt, Leute. Denn man muss sagen, wir haben historisch gesehen jetzt aktuell schon eigentlich sehr, sehr interessante Preisziele zum Einsteigen. Das darf man nicht vergessen. Wir sind gerade eben in diesem Bärenmarkt und langsam bilden sich auch Bottoms. Ich glaube immer noch, dass wir weiter runterfallen. Ich glaube immer noch, dass wir unter die $50.000 wicken können. Aber wir müssen schauen, alles, ich sage mal, unter den 57 ist für mich ab jetzt sehr, sehr interessanter Long-Term-Einstieg. Wenn wir diese Preisziele rausspülen, dann werde ich ab da nicht mehr warten, dass wir auf 40, 30 oder sonstiges gehen, sondern anfangen hier dick zu akkumulieren. Vielleicht auch schon früher, Leute, ne? Je nachdem, was der Bitcoin über die nächsten Wochen macht, dann müssen wir einfach gucken, aber ich werde euch natürlich Bescheid geben. Aber aktuell für mich sehr, sehr interessante Preisziele, 57 runter bis 54 und natürlich alles drunter sowieso, ist ein No-Brainer, aber da werde ich schon anfangen zu kaufen, Leute. Warum das Ganze, ne? Also laut diesem Bitcoin, wenn man einfach nur die ganzen Support- und Resistance-Ebenen verbindet bei dem Bitcoin-Chart, dann haben wir einfach bei $66.000 keinen großen Unterschied mehr. Egal, ob wir bei $16.000 früher gekauft haben, $3.500, $200, $10 oder sogar $2. Wenn man einfach den ganzen Support nimmt, dann sind das jetzt extrem gute Einstiegsmöglichkeiten. Heißt es nicht, dass ihr jetzt bitte all in gehen sollt und irgendwas kaufen sollt, denn ich bin auch noch super entspannt, aber seid euch einfach bewusst, wir können über die nächste Zeit jetzt erstmal diesen bullischen Move sehen können. Das muss nicht passieren. Deswegen habe ich auch die Long-Position eröffnet. Ne? Das Momentum sagt uns einfach, hey, historisch gesehen haben wir jetzt über die nächsten Wochen noch Chance, ein bisschen zu pumpen und hochzugehen, bevor dann ein finale Crash kommen sollte. Aber müssen wir gucken, was der Bitcoin am Ende des Tages macht. Ich denke, es wird ein bisschen anders als sonst werden, weil zu viele Leute gucken mir da aktuell drauf. Aber ich werde euch natürlich immer meine Updates geben. Und grundsätzlich ist auch nochmal ein Indikator, warum wir jetzt langsam wirklich die nächsten Wochen und die nächsten 1, 2 Monate in die Bodenbildung gehen sollten, dass wir wieder die nächste Börse verloren haben. Das ist so ein absurder Indikator eigentlich. Aber wir haben in jedem Bärenmarkt immer eine Börse sozusagen verloren. Und jetzt ist es BitMEX. BitMEX hat dieses Mal Gott sei Dank nicht irgendwie seine ganzen Kunden verarscht und das Geld mitgenommen und die Gelder mitgenommen, sondern hat einfach geschlossen, hat gesagt, hey, wir gehen out of business und liegt wahrscheinlich mit den Mika-Regelungen oder sonstigen zusammen. Und ja, das heißt, immer wenn wir eine Börse verloren haben, Leute, seht ihr das historisch gesehen, haben wir die nächsten Wochen und Monate unser Bottom gebildet. Das heißt, hier sind wir wirklich in interessanten Zielpunkten. Wer gar keine Ahnung von Krypto hat, der kann auch jetzt schon ein bisschen Bitcoin einfach DCA machen, meiner Meinung nach keine Finanzberatung, aber am Ende des Tages für mich interessante Preisziele, alles runter 57 bis 54, absolute Kaufbereiche und unten drunter sowieso All-In-Bereiche. Ne? Das heißt, Leute, ihr wisst jetzt Bescheid. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir über die nächsten Tage oder vielleicht über den heutigen Tag jetzt einen Breakdown-Versuch sehen können. Falls das nicht passiert und wir jetzt wieder diese 4-Stunden-Candles hier drüber schließen, ganz, ganz wichtig, 4-Stunden-Candle-Closes werden jetzt wichtig, Leute. Wenn wir die nächste 4-Stunden-Candle wieder hier schließen, dann sieht es erstmal ganz gut aus, dass wir vielleicht doch nochmal einen Bounce-Back sehen, der Bitcoin den Support wieder hält und dann wäre das nächste Preisziel hier oben wieder die $67.500. Wer hier in einen Long gehen möchte, könnte den Stop-Loss hier drunter packen. Jetzt über den letzten Low-Punkt würde ich aktuell nicht machen, ist mir zu riskant, Leute, aber kann natürlich aufgehen. Ansonsten muss man sagen, ne, Breakdown-Versuch wird jetzt nicht einfach runtergehen, sondern wir werden erstmal runterbreaken, dann wieder den Support nochmal antesten und dann kommt es auch wieder drauf an. Gehen wir runter, schließen hier eine Candle unter dem letzten Tiefpunkt, dann haben wir ein bestätigtes Breakout und dann werden wir Preisziele von 60.500 bis 62 sehen oder
bricht der Bitcoin jetzt beispielsweise ein bisschen nach unten aus, Retest, wir sind aber stark genug und das Ganze war nur ein Fakeout, ne, Leute, das kann genauso passieren. Deswegen seid ein bisschen vorsichtig, der Markt ist super ekelhaft und super, super, super überhebelt, ne, das können wir uns auch auf dem Liquidation Delta anschauen. Wir haben 447 Long Liquidation Levels und 351 Short Liquidation Levels. Langsam kommen die dicken Shorts auch wieder rein. Aber grundsätzlich, ich habe es im gestrigen YouTube-Video angesprochen, haben wir schon die ersten dicken Positionen rausgenommen. Die erste 147 Millionen wurde gestern rausgespült. Wir haben immer noch eine 182 Millionen und eine 147 Millionen bei den 64.000 und bei den 64.400 sitzen. Das heißt, diese Preise sind immer noch sehr, sehr interessant. Gefolgt natürlich von 119 Millionen, 182 Millionen und 147 Millionen Positionen, die bei 63.000 Dollar sitzen. Das heißt, der Breakdown würde Sinn machen, bevor wir dann wieder den nächsten Leg nach oben sehen, Leute. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Ihr wisst jetzt Bescheid über Bitcoin, Solana, Ethereum und Co. Achtet auf den 4-Stunden Candle Close. Wenn der am Support sitzt, gehen wir nach oben. Wenn der jetzt hier nicht am Support sitzt, dann gehen wir wahrscheinlich weiter nach unten. Und dann melde ich mich, wenn es was Neues gibt. Sonst schaut bei Telegram vorbei. Gibt es jeden Tag auch kostenlose Updates für euch. Danke fürs Zuschauen und bis dann, Freunde. Macht's gut. Ciao.